einfach ist es eigentlich, selbst zu programmieren. Darum geht es heute Abend hier beim E2 Education Exchange. Ich erinnere mich selbst noch an die Zeiten, als wir mit dem C64 oder mit dem Amiga 500 losgelegt haben und eigene Spiele programmiert haben. Bei den Microbits, um die es hier geht, ja, hat man doch noch mal ein paar andere Erfolgserlebnisse. Schon kleine Kinder können mit wenigen Handgriffen eigene Dinge programmieren. Und so kann dieser kleine Teddy hier zum Beispiel auf Knopfdruck Herzchen anzeigen oder, wenn man ihn schüttelt, sogar kurze Liebesbotschaften, wie hier I love you. Alles selbst programmiert und wirklich kinderleicht. Grundlage dafür sind die Microbits, also diese Einplatinencomputer, die man selbst mit wenigen Befehlen ansteuern kann. Das ist so kinderleicht, das kann wirklich jeder. Ich habe es gestern erst gelernt. Die Dinger stecken in einer einfachen Schachtel und können dann entweder Buchstaben, Zahlen oder was auch immer anzeigen. Und das Schöne ist, man kann die Microbits noch mehr ausreizen. Es gibt verschiedene Erweiterungen und Bausätze, die dafür sorgen, dass man tolle Spielgeräte zum Beispiel selbst programmieren und bauen kann. Also wirklich was fürs Bastlerherz. Mein persönliches Fazit: Microbits sind mehr als nur ein Spielzeug. Natürlich sind sie irgendwann limitiert. Es gibt nicht unendlich viele Möglichkeiten, sie zu programmieren. Aber für den Einstieg, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, kann das wirklich eine Hilfe sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es denn heißt, überhaupt zu programmieren, zu coden. Und das ist ja angeblich die Zukunft.